Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Schön, dass du heute mit dabei bist, denn heute gibt es nicht nur eine Log-Vorstellung, sondern wir werden uns auch der Frage widmen, war früher wirklich alles besser? Es gibt ja ganz oft diese Aussage im Modellbahnbereich, früher war alles besser, und die Frage werde ich heute mit euch behandeln, denn ich habe euch was Schönes mitgebracht, und zwar ist es hier eine Märklin Baureihe 86, und zwar ist das kein aktuelles Modell, sondern das ist ein Modell aus dem Jahr 2001 mit einem Delta-Decoder und ein paar coolen Features, was wir uns heute mal ganz genau anschauen werden. Dabei klären wir eben die Frage, war früher alles besser? Und natürlich auch, ist das ein lohnender Kauf? Denn diese Lokomotive bekommt ihr in einem sehr guten Zustand gebraucht für unter 100 Euro. Damit ist das absolutes Einsteiger-Anfängerterrain. Und die Frage ist natürlich, macht das Sinn oder sollte ich eben auf neue Lokomotiven setzen? Das klären wir heute. Starten wir erstmal mit dem Modell selber. Ihr seht, ich habe das jetzt hier auf so einen Märklin-Kasten getan. Das ist nicht der bei der Lokomotive dabei war, denn da war tatsächlich keiner dabei. Das ist natürlich ein Punkt, wenn man das Ganze eben gebraucht kauft, habt ihr meistens eine Beschreibung. In dieser Beschreibung steht dann, ist da eine Packung dabei oder nicht. Bei mir war eben keine Packung dabei. Das Ganze wurde trotzdem sicher verpackt geliefert und es sind auch keine Teile abgebrochen, denn wenn man die Lokomotive anschaut, obwohl sie über 20 Jahre alt ist, gibt es da ein paar kleinere Details, wie zum Beispiel hier oder eben auch freistehende Leitungen, die doch relativ leicht abbrechen könnten. Das ist hier bei meinem Modell jetzt alles nicht der Fall, glücklicherweise. Also die ist hier wirklich richtig gut vom Zustand her. Modellnummer habe ich mir aufgeschrieben, und zwar ist das die 29535. Gebaut 2001, 2002, das ist eine Baureihe 86, komme ich gleich drauf, was das ist, mit der Betriebsnummer 582. Die soll relativ selten sein, habe ich im Internet gelesen. Selten ist natürlich bei einem Massenhersteller oder bei einem Großserienhersteller wie Märklin jetzt mal in Gänsefüßchen zu setzen. Es ist definitiv kein Modell wie zum Beispiel die BR89, die ich euch hier auch schon vorgestellt habe, die es eben in Summe 5 Millionen Mal gibt. Die gibt es eben deutlich seltener. Generell Baureihe 86 würde ich euch mit auf die Historie jetzt einmal ein bisschen mitnehmen. Dabei, wer die Log-Reviews kennt, weiß das schon. Wer es noch nicht kennt, ihr findet jetzt hier unten die Kapitel natürlich. Wenn ihr mit Historie zu Lokomotiven gar nichts am Hut haben wollt, sucht euch einfach das Kapitel raus, was euch Spaß macht, Fahreigenschaften, Innenraum, alle diese ganzen Dinge, das kommt noch. Wir starten erstmal mit der Historie. Baureihe 86, was ist das? Eine sogenannte Einheitsnebenbahnlokomotive. Machen wir mal Stück für Stück. Einheitslokomotive, das ist eine Bezeichnung für eine Lokomotivenbaureihe, die einheitlich bei der Deutschen Reichsbahn nach bestimmten Kriterien eben geordert wurde von deutschen Lokomotivfabriken. Das gab es, weil die Reichsbahn eben nach dem Ersten Weltkrieg in einer Situation war, wo sie neue Lokomotiven brauchte, auf der anderen Seite aber viele Lokomotiven auch hatte und das ganz unterschiedliche Typen waren. Also ich habe neulich gerade gelesen, es gab alleine für Nebenbahn-Güterzüge über 50 verschiedene Lokomotiven in der Reichsbahn nach dem Ersten Weltkrieg. Das führt natürlich dazu, dass der Wartungsaufwand immens hoch ist, dass ich ganz viele unterschiedliche Teile vorhalten muss, dass ich eigentlich keinerlei Austauschbarkeit habe. Und darum hat die Deutsche Reichsbahn eben angefangen, Einheitslokomotiven zu entwickeln und zu ordern. Da hat man sich zuerst um die großen Hauptbahnlokomotiven gekümmert. Das sind sowas wie die Baureihe 01 und so weiter. Ja, diese ganzen Baureihenbezeichnungen, die ihr vielleicht schon mal irgendwo getroffen habt, das sind dann Einheitslokomotiven, die da reingebaut wurden neu. Und ab 1925 hat man sich dann auch mit dem Thema Nebenbahnen beschäftigt. Und da ist unter anderem dann auch das hier bei rausgekommen, und das ist der Karton, wo die Lokomotive eigentlich jetzt zugehört. Hier seht ihr, auf der Seite liegen gerade die 36244, Baureihe 24, gibt es auch ein Video zu. Top-Lokomotive, nagelneu übrigens auch, oder was heißt nagelneu, könnt ihr nagelneu kaufen, tolle Funktion, guter Preis. Hier nochmal der Tipp, Video dazu gibt es hier auch.
Also die Baureihe 24 war eine dieser Nebenbahnlokomotiven, die rausgekommen ist. Die war gedacht für lange, flache Strecken. Und es gibt eben ganz, ganz viele andere auch noch, aber eben auch die Baureihe 86. Die Baureihe 86 war eher gedacht zum Beispiel für Einsatz in Mittelgebirgen, in etwas bergigeren Territorien, alle diese ganzen Sachen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde sie allerdings auch im Flachland in Norddeutschland mit eingesetzt und auch im Zweiten Weltkrieg. Danach bei der Deutschen Bundesbahn wurde eigentlich alles zusammengezogen bei Nürnberg. Ja, und bei der Deutschen Reichsbahn Erzgebirge und Rügen waren eigentlich so die beiden Haupteinsatzorte. Also Einheitslokomotive heißt einheitliche Bauart, austauschbare Teile. Deswegen kommt euch vielleicht auch, wenn ihr so eine Lokomotive betrachtet, vieles bekannt vor. Also so der Grundaufbau, wie man diese Lokomotive so anschaut, ist bei vielen deutschen Einheitslokomotiven eben sehr, sehr ähnlich, dass es da kaum einen Unterschied gibt, wenn man jetzt als quasi Laienbetrachter darauf eingeht und sagt, ja, ist halt eine Lokomotive, unten rot, oben schwarz und die sehen ja alle irgendwie gleich aus. Tun sie tatsächlich auch in vielen Fällen, weil die Teile eben quasi austauschbar gestaltet wurden, um den Wartungsaufwand zu reduzieren. Diese Lokomotive speziell hier, die Baureihe 86, seht ihr, die ist relativ lang, für eine Nebenbahnlokomotive auch schon ziemlich massiv tatsächlich. Und sie ist ausgeführt als 1D1. Was heißt das? Ich habe von vorne ausgehend eine nicht angetriebene Achse, ich habe dann D4, also A1, B2, C3, D eben 4 angetriebene Achsen und habe dann wieder eine nicht angetriebene Achse, deswegen 1D1. Ist damit für eine Nebenbahnlokomotive schon relativ schwer und groß natürlich. Die Achslast, deswegen ist sie eben auch so lang gezogen, hat diese vielen Achsen, lag trotzdem nur bei 15 Tonnen. Und damit war das Ganze eben absolut Nebenbahn geeignet. Deswegen musste man eben auch auf so viele Achsen hier gehen mit dieser Lokomotive. Die war tatsächlich ziemlich erfolgreich. Also es wurden viele davon gebaut. In Summe über 700 im Zeitraum von 1928 bis 1942. Und das waren eigentlich alle großen Lokomotivbaufirmen in Deutschland an dem Bau später beteiligt, bis auf Krauss-Maffei, so wie ich das gelesen habe, die nicht. Speziell die 582 hier, die hier dargestellt ist, die wurde von der Berliner Maschinenbau AG, vormals Schwarzkopf, gebaut, und zwar 1942. Gehört also zu den letzten Lokomotiven dieses Bauloses, die normal noch produziert wurden. Und die ist dann später eben an die Deutsche Bundesbahn gegangen, über die US-Zone Frankfurt zuerst, und wurde dann 1965 nach einem Unfall ausgemustert, 1966 verkauft und, so wie es da klang, dann verschrottet. Also hatte ein sehr, sehr kurzes Dienstleben eigentlich, wie viele dieser späteren Dampflokomotiven. Also die sind tatsächlich von der Entwicklung, von der Konstruktion her, ist eine 1928 in Deutschland entwickelte Dampflokomotive wirklich schon nah dran am Optimum, was man mit Dampftraktion eigentlich erreichen konnte. Das war die letzte Generation ernsthafte, reine Dampftraktion, die vor den Diesellokomotiven wirklich entwickelt wurde. Gehörte also damit mit zu den letzten Vertretern ihrer Art, war dementsprechend effizient, dementsprechend hochwertig aufgebaut, mit eigentlich ja schon fast 70, 80 Jahren Lokomotivbau-Know-how, was da reinfließt. Was noch dazu kommt, was man wissen kann, und ihr wisst es jetzt gleich, ist, dass nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland Reparationszahlungen ja leisten musste im Rahmen des Versailler Vertrages. Und Teil dieser Reparationszahlung war auch die Lieferung nagelneuer Lokomotiven. Das war natürlich für die deutsche Wirtschaft ein extremer Schlag. Es war extrem nachteilig, es war extrem teuer. Rein für den Lokomotivbau allerdings war es sehr positiv, weil natürlich die Expertise einfach durch die Menge da war. Das heißt also, damals hat Deutschland mehr Lokomotiven produziert als die meisten Länder dieser Erde, einfach weil man quasi die eigenen neuen Einheitslokomotiven brauchte und aber auch Lokomotiven natürlich noch abgeben musste oder abgegeben hatte und ersetzen musste. Das führte dazu, dass die Deutsche Reichsbahn in den 30er Jahren einen extrem modernen Lokomotivpark hatte aus damaliger Sicht im Vergleich zu anderen Ländern. Zurückkommend auf die BR 86 hier.
wir haben hier ein Modell, was eben nicht im Kriegseinsatz war. Ganz speziell, die meisten Lokomotiven sind in den Kriegseinsatz gegangen, die BR 86 nicht, die ist primär in Deutschland geblieben, beziehungsweise in direkt an Deutschland angegliederten Gebieten. Also es gab welche, die sind nach Holland gefahren. Österreich hat eigene produziert, also es wurden 191 Stück in Österreich selbst produziert, nachdem Österreich eben eingegliedert wurde, mehr oder weniger freiwillig, in das Deutsche Reich, wurden 191 Stück direkt in, glaube ich, Wien produziert, bei der dortigen Lokomotivfabrik. Und in Summe über 700, also das war wirklich ein Erfolgsmodell. Dann gab es eine kurze Phase, 1942 bis 1943, da wurde diese Lokomotive als vereinfachte sogenannte Übergangskriegslokomotive gebaut. Da wurden dann bestimmte Vereinfachungen vorgenommen, das heißt, das zweite Fenster oder eins der beiden Fenster hier wurde weggespart an der Seite und die Räder wurden als Scheibenräder ausgeführt, was natürlich günstiger war. Das war einfacher zu produzieren, das war günstiger und es gab noch so ein paar weitere Dinge, also dass ausschließlich heimische Rohstoffe verwendet wurden, was auf gut Deutsch heißt, es wurden bestimmte Edelmetalle wurden nicht mit verbaut, es wurden bestimmte Leitungsisolierungen nicht mit verbaut, solche Sachen. Also das gab ganz, ganz verrückte Dinge, die damals in Deutschland im Krieg passiert sind, in der Produktion von Lokomotiven. Das ist auch für knapp ein Jahr hier der Baureihe 86 passiert. Und die Lokomotiven, die da rausgekommen sind, die waren nach dem Krieg jetzt auch nicht so sonderlich beliebt, weil sie eben als extrem reparaturanfällig galten im Vergleich zu dem Original, was eben hier nach den Standards quasi den Vorkriegsstandards der deutschen Ingenieure gebaut und entwickelt wurde. Also Top-Lokomotive, wenn man das betrachtet und dadurch, dass sie nicht im Kriegseinsatz war, auch eine extrem häufige nach dem Krieg. Also rein von den Zahlen her, es sind ganz, ganz viele in die Sowjetunion gegangen, knapp 170. Es sind eben in Österreich welche verblieben von diesen 700. Und dann sind geblieben bei der Deutschen Bundesbahn 365. Das ist eine verdammt hohe Zahl. 365, das ist mehr als von den meisten Lokomotiven tatsächlich sogar gebaut wurde. Und zusätzlich dazu sind bei der Deutschen Reichsbahn, also in der DDR, nochmal 173 verblieben, wovon, glaube ich, am Ende 164 dann wirklich einsatzbereit waren. Wenn man das also zusammenrechnet, kommt man hier auf eigentlich 3/4 dieser Lokomotiven, ungefähr über 500, die tatsächlich dann im Einsatz waren in Deutschland nach dem Krieg. Das allerdings relativ kurz. Die Zeit der Dampftraktion ging ja relativ schnell zu Ende. Und die letzte Lokomotive wurde abgestellt im Westen 1964, im Osten 1976, also da auch quasi zeitgleich eigentlich. Und ja, es sind aber dadurch, dass es so viele vorher gab, auch noch relativ viele erhalten. Das heißt, also es gibt noch 13 Originallokomotiven, die ihr euch ansehen könnt, wenn ihr da großes Interesse dran habt. Deswegen gibt es auch noch relativ viele Fotos davon, dem Ganzen. Also in Summe sind wir eine sehr spannende Lokomotive, insbesondere wenn ihr aufgewachsen seid in entweder Rügen im Erzgebirge oder im Raum Franken und ihr wart schon aufnahmefähig vor 1974 oder 76 kann das sein, dass ihr euch an so eine Lokomotive hier erinnert. Die waren relativ häufig. So viel erstmal zur Historie. Also die Baureihe 86, erfolgreiches Modell. Und jetzt schauen wir uns doch mal den Nachbau hier von Märklin an. Also ich habe es eben gesagt, wir haben hier einen Nachbau aus dem Jahr 2001, 2002. Das ist jetzt nicht der Urschleim der Modellbahn, es ist aber aus heutiger Sicht natürlich schon gerade was den Digitalisierungsgrad angeht, fast gleichzusetzen mit den 80ern, 90ern. Das heißt also, da steckte man technisch bei Märklin in der Phase digital, ja, aber eben noch keine großen Digitalfunktionen. Heißt also, diese Lokomotive bringt auch nichts mit im Sinne von Sound oder Ähnlichem. Man kann auch nicht das Licht an- und ausschalten, auch das geht nicht, das ist dauerhaft an. Es ist allerdings fahrtrichtungsbasiert geschaltet und diese Lokomotive hat tatsächlich beidseitig vorn und hinten eine Telex-Kupplung. Aber Achtung, auch da nicht wie heute, ich kann nur vorne oder nur hinten die Telex-Kupplung schalten, sondern auch da das Ganze ist eben automatisiert quasi mit dem Fahrtrichtungswechsel kombiniert.
Heißt also, wir sind technisch hier nicht mal ansatzweise in der Nähe des heutigen Standes. Märklin ist glücklicherweise abwärtskompatibel, das heißt, ihr könnt diese Lokomotive von 2001 sofort auf eure Märklin Digitalanlage einsetzen mit Technik von 2021, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Das Einzige, was ihr findet in der Lokomotive, und da schauen wir gleich mal rein, ist dann auch ein kleines Mäuseklavier, so nennt man das ja, mit so Dip-Schaltern. Die meisten von euch werden das kennen. Wer es nicht kennt, sieht es gleich auch nochmal, da stellt man die Adresse ein. Also das ist so ein bisschen der Vorläufer dessen, was wir heute in der Digitaltechnik einfach über die Programmierung machen können, kann man hier eben auch noch hardwareseitig dann einstellen mit einem kleinen Schraubenzieher und sagen, du hast jetzt die Adresse XYZ. Auf der anderen Seite gibt es allerdings bestimmte Sachen, die sind heute gar nicht mal großartig anders. Gerade wenn ich mir überlege, in welche Kategorie schaue ich jetzt. Wenn ich mir ein heutiges Start-up-Modell betrachte, bin ich mit dem Detaillierungsgrad der Lokomotive, und ich halte euch die mal so ein bisschen näher dran hier schon nah dran, bis vielleicht sogar drüber. Also das ist so ein bisschen die Mischung. Ich glaube, das macht es auch für 2001 dann aus. Wir haben also hier vorne zum Beispiel diese kleinen Laternen mit dem kleinen Bügel hier jeweils. Die beiden unteren, die sind hervorragend detailliert. Auch dieser Bügel ist extrem dünn. Da sind wir weit, weit über dem, was ihr heute in einem Startup-Level bei Märklin zum Beispiel bekommt. Dagegen spricht aber hier oben diese einzelne Laterne, beziehungsweise eben auch, wenn wir das Ganze mal umdrehen, auf der Rückseite gibt es eben auch noch eine Beleuchtung, bestehend aus 3 Laternen, die ihr da sehen könnt. Und auch die sind einfach in die Form hier von der Lokomotive eingegossen. Das ist bei einer aktuellen Lokomotive zum Beispiel deutlich, deutlich schöner gelöst. Der Hauptunterschied optisch ist tatsächlich, dass das Führerhaus, und ihr seht es hier, man kann nicht durchschauen. Ihr seht mich jetzt nicht. Bei den aktuellen Märklin-Lokomotiven, auch den Startup-Lokomotiven, können wir durch das Führerhaus durchschauen, haben noch Bedienelemente am Kessel zumindest angedeutet. Ja, andere Hersteller machen das teilweise schöner, dass die auch wirklich diese Bedienelemente detailliert darstellen. Bachmann ist zum Beispiel. Aber Märklin stellt zumindest den Kessel und die Bedienelemente dar und man kann eben auch kleine Fahrerfiguren da reinsetzen. Das geht hier nicht. Das hängt mit dem unterschiedlichen Antriebskonzept zusammen. Das heißt also, unter der Haube ist der Unterschied viel größer als das, was man außen sehen kann. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Weil wenn ich mir jetzt rein die Lokomotive von außen betrachte, habe ich hier eigentlich schon viele Details, die man heute auch finden würde an der Lokomotive. Ich habe hier eine kleine Pfeife, ich habe freistehende Leitungen. Ich habe ein paar Leitungen, die angegossen sind. Das war damals Standard. Heute wäre es eben Start-up-Bereich von Märklin, nicht der hochwertige Hauptbereich der Modelle. Wir haben dann Scheiben im Führerhaus. Das ist besser als die heutigen Start-up-Lokomotiven. Die haben das erst ab der BR24, auf die ich vorhin einmal verwiesen habe, darunter noch nicht. Gut, dann haben wir hier so kleine Griffstangen an den Türen. Die sind wirklich super filigran. Die habe ich auch an den jetzigen Lokomotiven von Märklin, gerade hier im Bereich Startup und so, nicht wieder gesehen. Also auch da befinden wir uns über dem Startup-Level im Bereich der normalen Lokomotiven. Es gibt jetzt ein ganz großes Manko optisch, das habt ihr hier unten dann. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal die Laufräder bzw. die Antriebsräder anschaut, dann seht ihr, dass um das Rot drum ist noch ein relativ breiter Metallstreifen sichtbar. Der wird bei den aktuellen Lokomotiven lackiert, sodass der da eben nicht in grau Metall durchscheint, sondern auch rot aussieht. Und das sieht natürlich optisch deutlich, deutlich schöner aus. Deutlich, deutlich besser. Das Fahrgestell an sich, also die Stangen, das Gestänge, ist hier schon hervorragend ausgeführt. Also das ist natürlich jetzt bei einer aktuellen Lokomotive vielleicht noch so ein Tacken filigraner. Bei den Startup-Lokomotiven definitiv nicht. Also da ist es teilweise sogar noch schlechter. Das ist hier für 2001 aus meiner Sicht richtig gut. Könnte man tatsächlich die Lokomotive, so wie sie jetzt ist,
bis auf das Thema Motortechnik. Aber von der Gussform her könnte man die Lokomotive wahrscheinlich heute als Startup-Lokomotive bei Märklin verkaufen und sie würde nicht negativ auffallen. Also wenn ich jetzt nur mal die Optik außenrum nehme, bis auf das Führerhaus und mir denke, das wäre jetzt durchschaubar, weil moderner Motor drin, glaube ich, dass der Rest der Lokomotive sogar ganz gute Bewertungen bekommen würde. Es gibt jetzt eine Sache, die heute schöner gelöst ist. Das ist so quasi der alte Märklin-Style. Wenn wir die aufmachen wollen, haben wir hier oben zentral eine Schraube. Das ist relativ gut, wenn ich die Lokomotive öffnen will, weil es einfach ist, weil es schnell geht. Optisch habe ich halt hier immer eine Schraube. In diesem Fall jetzt hier eine Kreuzschlitzschraube. Ja? Das ist bei den aktuellen Lokomotiven schöner. Da habe ich das nicht. Da sind die Schrauben unten. Effekt ist genau derselbe, also hält genauso gut oder genauso schlecht. Man kommt ein ganz bisschen schlechter ran, aber da man die Lokomotive eben nicht so oft öffnet, ist es eigentlich kein großer Nachteil, dass man ein ganz bisschen von unten schrauben muss. Dafür hat man jeden Tag die bessere Optik und hier schraubt man eben jeden Tag auf eine Schraube. Davon abgesehen, der ganze Rest definitiv auf heutigem Startup-Niveau. Die Telex-Kupplungen sind so ein Thema für sich, das machen wir aber nachher bei den Funktionen. Wir schauen jetzt einmal rein. Wie gesagt, es gibt eine Schraube, die lösen wir hier. Nehmen wir zur Seite. Und ja, jetzt kommt so der Vorteil der älteren Lokomotiven zum Tragen. Die sind eben super wartungsfreundlich aufgebaut. Super wartungsfreundlich, weil das Einzige, was ihr hier machen müsst, ihr nehmt dieses Gehäuse ab. Das ist ein durchgefärbtes Plastikgehäuse. Relativ dünn, muss ich sagen. Also da sind die heutigen Märklin-Lokomotiven im Regelfall hochwertiger, insbesondere weil man heute eben auch ein Metallgehäuse eigentlich bei Märklin bekommt. Also diese Plastikgehäuse, das ist bei Märklin meiner Meinung nach eigentlich ausgestorben. Und auch hier das Thema Durchblick aus dem Führerhaus, da oben ist einfach, seht ihr das, so eine Pappe drin. Was ich jetzt bei der BR89 als Superung gemacht hatte, weil ich nicht auf den Motor schauen wollte. Video ist hier ja irgendwo verlinkt gewesen mal. Das ist hier jetzt standardmäßig mit drin. Ich hatte mich erst gefragt, hat das vielleicht der Vorbesitzer da manuell reingebaut? Dann habe ich Bilder im Internet gefunden von der Lokomotive und festgestellt, nein, das war wohl ab Werk so. Also, Plastikgehäuse, Optik aber an sich wirklich gut. Kommen wir mal zum, was steckt eigentlich drin in dieser Lok? Und das seht ihr jetzt hier schon relativ gut. Wir haben gar nicht so viel Content eigentlich in dieser Lokomotive drin. Was haben wir? Wir haben den sogenannten Delta-Decoder, der hier diese kleinen 4 Pins hat, die man einstellen kann, um die Adresse zu definieren. Wenn ihr alle 4 ausmacht, ist das Ganze im Analogbetrieb, die Lokomotive. Und dann könnt ihr über das Einschalten der einzelnen Pins die Adresse bestimmen. Dann haben wir hier hinten, und das ist jetzt schon wieder interessant, wir haben hier eine alte Konstruktion, wir haben aber hier schon einen neueren Motor drin tatsächlich. Wir sind also hier nicht bei dem ganz, ganz alten Motor, sondern wir haben hier schon den, ich weiß gar nicht, ob das ein 5-poliger oder 3-poliger ist, also wir haben auf jeden Fall hier so einen sogenannten, glaube ich, Hochleistungsantrieb hier schon verbaut. Das ist nicht der alte Scheibenkollektor. Ja, das ist schon eine Generation weiter tatsächlich. Und dann haben wir, da muss ich die Lokomotive einmal hochnehmen für euch hier, dass ihr das sehen könnt. Ja, wir haben ganz klassische Glühlampen. Also hier vorne eine, hier hinten eine. Die so seitlich gesetzt ist auch mal interessant. Ja. Und ja, das untere Gehäuse, das ist Metall, das ist massiv. Ich erwähne es bei anderen Herstellern, deswegen hier auch nochmal bei Märklin war das früher auch immer Standard. Man schraubt in Metall. Das ist Teil des Gehäuses. Ich kann die Lok 500 Mal aufmachen und zumachen und ich habe da überhaupt kein Problem, da bricht nichts auseinander. Was hier jetzt irgendwann das Problem sein wird, ist, dass das Plastik ist, das Gehäuse, da wird vielleicht was abbrechen, aber an dem grundsätzlichen Chassis der Lokomotive her wird überhaupt nichts passieren. Genauso ist das auch, wenn man sich betrachtet, wie wird die angetrieben. Wir haben also hier den Motor, der dreht sich und überträgt dann über mehrere Zahnräder eigentlich unten an die Laufräder hier entsprechend dann die Bewegungsenergie.
Bei den neuen Märklin-Lokomotiven habt ihr den Motor längs sitzen, da habt ihr also die Achse dann so. Hier haben wir die Achse so und können direkt über Zahnräder auf die Räder übertragen, haben also keinen Richtungswechsel. Bei den neuen haben wir den Motor so und drehen in dieser Richtung und haben dann natürlich einen gewissen Richtungswechsel von 90 Grad quasi, um auf die Räder zu kommen. Das wird heute geregelt über eine Schnecke. Das heißt, ich treibe eine Schnecke an mit dem Motor und gehe dann hier auf das Getriebe unten an den Rädern ran. Das ist leiser. Das hier ist einfach dadurch, dass ich so viele Zahnräder habe, schon potenziell relativ laut. Da ändert es auch nichts, wenn ich hier ein Umbaukit von Märklin nehme, einen nagelneuen Motor reinhaue, einen nagelneuen Decoder ranhaue. Ich werde immer noch eine andere Geräuschkulisse haben, einfach aufgrund des Aufbaus über die Zahnräder hier, weil ich dieses Getriebe eben habe. Ansonsten ist es eine Frage natürlich, bin ich mit den Fahreigenschaften und Funktionen so, wie sie sind, zufrieden? Ja oder nein? Das sehr, sehr Schöne bei Märklin ist, dass ich eben, wenn ich damit nicht zufrieden bin, Änderungen vornehmen kann. Heißt, es gibt Umbausets, es gibt einzeln den Motor. Ich könnte zum Beispiel den Decoder lassen, wie ich will, nur den Motor auf die quasi neueste Motorengeneration in diesem Zusammenhang hier upgraden. Kann ich machen, das gibt's. Ich kann auch ein Komplettset kaufen. Ich könnte auch den Motor so lassen, wie er ist und nur einen neuen Decoder mir kaufen. Ich könnte sogar einen Sound-Decoder hier entsprechend verbauen und natürlich die Telex-Kupplung dann passend über Funktionen hier anschließen. Das geht alles und das geht alles mit originalen Märklin-Kits. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Asset, auch bei so älteren Lokomotiven. Ich kenne keinen anderen Hersteller und jetzt werden die Märklin-Hasser mir wieder Fanboyismus oder sowas vielleicht vorwerfen. Aber kennt ihr einen Hersteller, wo ihr eine Lokomotive habt, die 20 Jahre alt ist, wo ihr zum Hersteller gehen könnt und ein Original-Umbau-Kit nagelneu erwerben könnt, um diese Lokomotive auf den technischen Stand 2021 zu bringen? Ich nicht. Macht aus meiner Sicht nur Märklin und zeigt allerdings auch, dass Märklin hier einerseits einen sehr nachhaltigen Ansatz fährt, wenn ich das möchte als Kunde, weil ich eben die Lokomotive nicht wegschmeiße und eine neue kaufe. Und auf der anderen Seite aber auch die Technik, die verbaut ist, das aushält. Also es würde keinen Sinn machen, das anzubieten, wenn der mechanische Aufbau der Lokomotive nicht dafür geeignet wäre, über 20 Jahre zu halten. Finde ich eine super positive Sache und vor allen Dingen kann man es auch selber entscheiden. Ist natürlich dann eine Frage des Preises. Weil ab einem gewissen Punkt macht es einfach auch nur noch Sinn, wenn ich einen emotionalen Wert in dieser Lokomotive sehe und nicht einen monetären Wert. Muss man ganz, ganz klar sagen, ihr bekommt diese Lokomotive aktuell in einem guten Zustand über eBay und andere bekannte Portale vielleicht für 80 €. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, okay, 80 €, ich habe Telex-Kupplung vorne und hinten, habe eigentlich ein ganz schönes Modell, guter Zustand, was mache ich damit? Oder baue ich die um? Wenn ihr die umbaut, rein der Decoder, weg von Delta auf neueste Version, 30 €. Umbau des Motors auf neueste Generation, ebenso wenn ihr es selber macht, ungefähr 30 € dieser Kit. Kann auch sein, dass der 40 kostet. Ich habe es jetzt nicht vorher nachgeguckt, aber so in der Region. Wir werden irgendwo rauskommen zwischen 60 und 70 €, wenn wir die Arbeit selbst machen. Dann wären wir bei 140 €. Das ist dann der gleiche Preis, wie ihr ihn bezahlt, zum Beispiel für eine neue BR74 als Start-up-Modell bei Märklin, wenn wir jetzt mal vom UVP und dem daran sehr naheliegenden echten Verkaufspreis ausgehen. Da habt ihr hier ein bisschen mehr fürs Geld, weil ich hatte es gesagt, es gibt so ein paar Punkte, wo wir einfach über der Start-up-Kategorie liegen, mit den freistehenden Leitungen und so weiter. Vorausgesetzt, die Tatsache, dass ihr nicht durchschauen könnt durchs Führerhaus, stört euch nicht so extrem. Was auch sehr cool ist, ist natürlich hier die Telex-Kupplung. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass man hier einen Rauchgenerator noch verbauen kann. Dann sollte man allerdings spätestens den Decoder umbauen. Ja, weil ein nicht schaltbarer Rauchgenerator macht einfach wenig Spaß, wenn der die ganze Zeit Gas gibt. Also ungefähr 140. Wenn ihr das mit Sound haben wollt, das Modell hier, dann müsst ihr nochmal
knapp 70 € draufrechnen. Also der Sounddecoder kostet immer um die 100 im Vergleich zum normalen, der um die 30 kostet. Das heißt, da wären wir dann nicht bei 140 €, sondern wir wären bei roundabout 200 €. Und da wird es dann schon wieder eng, denn es gibt, wenn wir jetzt nicht in die ganz, ganz neue Kategorie reingucken, die ganzen nagelneuen Lokomotiven, zahle ich für ein vergleichbares Modell nagelneu, bessere Details, bessere Funktionen, unbenommen, knapp 450 € UVP. Das ist ein weiter Weg und da muss eine alte Frau und auch ein junger Mann und eigentlich alle lange für stricken. 450 € ist schon eine Investition. Und da sind 70 € für ein Modell, was gar nicht so weit weg ist, aus meiner Sicht schon ein ganz guter Deal. Oder 80 €, was auch immer ihr dafür bezahlt. Ja. Ist kein schlechter Deal. Gerade wenn man dann noch einen neuen Motor reinpackt, wenn man den Decoder vielleicht upgradet auf die neueste Variante und dann sagt, für 140 statt für 450 € habe ich hier eine Lokomotive. Gut, die hat keinen Sound. Oder nicht keinen Sound. Absolut Top-Punkt zur Überleitung. Ich nehme euch jetzt mal mit auf die Anlage. Wir legen die Lokomotive an in der Mobile Station und fahren dann mal eine Runde. Und dann werdet ihr sehen, das ist eine Soundlok. Damit herzlich willkommen auf der Anlage. Hier steht sie, unsere kleine BR86 und ja, macht doch einen richtig, richtig guten, schicken Eindruck auf dem Gleis. Aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie kann denn diese Lokomotive hier fahren? Erster Punkt, den ihr sicherstellen müsst, bevor ihr die Lokomotive auf das Gleis stellt, ist zu checken, ob sie im sogenannten Analogmodus ist. Das heißt, ihr müsst die Lokomotive aufmachen, so wie ich das eben getan habe, und schauen, von diesen 4 Pins, die es da gibt, sind alle auf Aus. Wenn das der Fall ist, dann ist die Lokomotive im Analogmodus. Was dann passiert, wenn ihr die auf das Gleis stellt, ist, dass sie mit Vollgas unsteuerbar rumrast. Das ist weder für die Lokomotive gut, noch für euer Gehör. Da kommen wir gleich drauf. Deswegen vorher aufmachen, nachschauen und eine Adresse einstellen. Da gibt es sogenannte Delta-Anleitungen für. Vielleicht habt ihr auch eine bei der Lok mit dabei gehabt, die ihr habt. Da könnt ihr sehen, welche Adressen könnt ihr da einstellen. Der nächste Schritt ist dann, die Lokomotive anzulegen in der Mobile Station. Die habe ich uns hier mal vorbereitet. Und da geht ihr hier auf einen freien Lokplatz und dann geht ihr hier auf das Symbol Shift und das Lok-Symbol und dann kommt hier neue Lok und da könnt ihr jetzt aus verschiedenen Varianten wählen. Also erkennen wird nicht funktionieren, weil wir hier keinen FX oder MFX Decoder drin haben. Wir können also manuell anlegen, das ist die einfachste Variante, da klicken wir hin und suchen uns dann die Adresse raus. Das ist hier ein MM2 Codierschalter in dem Fall und da würde ich dann die Adresse eingeben im nächsten Schritt. Die andere Alternative ist, dass ihr aus der Datenbank auswählt. Dann bekommt ihr hier eine Liste aller Lokomotiven und wir hatten gesagt, das ist die 29 und so weiter. Und dann drückt man Shift und kann dann hier drehen. Und ihr seht schon, diese Datenbank ist riesig. Ja? Und da könnt ihr euch die richtige raussuchen. Das sind die 2 Varianten, die ihr habt. Ich habe das gemacht. So sieht das Ganze dann aus, wenn man sich das hier rausgesucht hat und dann habt ihr die Lokomotive hier schon auf dem Gleis natürlich stehen. Und jetzt kann man einfach mal Gas geben. Natürlich auch die Fahrtrichtung hier umschalten. Und dann fährt sie. Delta-typisch am Anfang vielleicht auch vom Geräuschpegel her nicht ideal, wenn ihr dann nichts weiter gemacht habt, wenn ihr keine Wartung gemacht habt bei einer 20 Jahre alten Lok, die vielleicht gefahren ist. Das kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz, Delta-Fahreigenschaften sind nicht ideal im Vergleich zu den heutigen. Wenn wir uns jetzt hier mal die Lok anschauen, ich gehe mal auf die erste Fahrstufe. Ihr hört's, ihr seht es aber nicht. Zweite, dritte, vierte, 5. und so weiter. Ich bin jetzt hier schon bei 10 und irgendwo fährt sie dann los.
Das ist also weit entfernt von dem, was ihr vielleicht von heute kennt, von aktuellen Lokomotiven. Ja? Wirklich weit entfernt. Ja, also so funktioniert das Ganze. Und jetzt können wir ja mal als erstes hier unseren Fahrtest machen. Ich fahre mal an das Signal ran. Machen wir wie immer. Ich gebe hier gleich einmal Vollgas und wir schauen mal, was die Lokomotive daraus macht. So, also ihr habt es gehört und gesehen, also erstmal vom Sehen her, es gibt keine Anfahr- oder Bremsverzögerung. Die kann man meines Wissens nach bei diesem Decoder jetzt auch nicht einstellen. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Was ihr dann gehört habt, ist die Lautstärke. Also, ja, ich habe es ja eben so ein bisschen spaßig gesagt, es ist dann doch eine Soundlok. Also die Geräuschkulisse ist krass. Gerade im Vergleich zu den neuen Lokomotiven, wo man eigentlich gar nichts hört, außer vielleicht den Schienenstößen, wo die aufeinandertreffen und so ein leichtes turbinenartiges Pfeifen bei Vollgas, wenn man den Sound nicht einstellt. Hier hat man die ganze Zeit diesen Sound. Also ich sag mal so, ich hatte mal in meiner ersten Wohnung einen ganz, ganz günstigen Akkuschrauber, den ich gekauft habe im Baumarkt. Das war das billigste Modell und damit habe ich dann so ein paar Löcher in die Wand gebohrt, da im Altbau unterm Dach. Das klang ähnlich, das Gerät, als es dann nach irgendwie wenigen Jahren kaputt war. Das war jetzt sehr böse, aber also das Geräusch ist wirklich brutal. Deswegen würde ich jetzt in der Konstellation auch nicht zwingend eine Sounddecoder empfehlen. Das macht es nicht besser. Allerdings, was ihr jetzt nicht mitbekommt, das ist ja kein Geruchsfernsehen quasi hier über YouTube für euch. Die Lok, die riecht einfach auch nach diesen alten Modelleisenbahn-Loks jetzt quasi. Man riecht jetzt hier so ein bisschen die erwärmten Getriebezahnräder, den erwärmten Motor. Das hat alles so diesen ganz leichten Modellbahngeruch, den die Lok hier verströmt, was bei den neuen Loks ja jetzt einfach nicht mehr so kommt. Kommen wir mal zum Thema Funktionen. Also ihr seht, sie hat ein Spitzensignal, das wechselt mit der Fahrtrichtung. Also wenn ich jetzt hier die Fahrtrichtung gewechselt habe auf die andere Seite, ist das Spitzensignal eben auf die andere Seite gewechselt. Das ist auch von der Helligkeit her super. Es ist eben eine normale Glühbirne. Und was man sieht, das seht ihr jetzt hier auch so ein ganz bisschen. Ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite, da kommt Licht durch, da. Das ist im Dunkeln noch mal krasser, habe ich gesehen. Da ist einfach das Gehäuse nicht hundertprozentig abgedichtet an der Stelle und wir hatten ja beim Öffnen gesehen, die Glühlampe ist direkt hier hinter. Ja, das heißt also, das würde jetzt bei einer aktuellen Lokomotive so auch nicht mehr vorkommen. Dann hätte man natürlich auch so eine Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsen flackern, diese ganzen Sachen, aber hier jetzt bei der Lokomotive nicht. Wenn wir jetzt umschalten auf das Licht vorne, sieht wunderbar aus. Ja, gefällt mir auch von der Farbe her besser als die LED-Beleuchtung bei den meisten Loks, weil es hier wirklich warmweiß ist und nicht dieses Pseudo-Warmweiß, was dann doch noch sehr weiß wirkt. Kommen wir mal zu der Telex-Kupplung, auf die ich angesprochen hatte. Und jetzt seht ihr die hier so im Fokus. So sehen die aus. Ja, wir haben jetzt hier die vordere. Und ihr seht, jetzt hat sie sich gerade bewegt. Das macht man, indem man sehr, sehr schnell auf den Fahrtrichtungsumschalter drückt. Na, zweimal drauf, Fahrtrichtung bleibt dieselbe, aber die Kupplung bewegt sich. Das tut sie übrigens auf beiden Seiten gleichförmig. Also auch wenn wir jetzt hier hinten auf die andere Seite gehen, an die Rückseite der Lokomotive, hier haben wir auch eine Telex-Kupplung.
Da seht ihr, so funktioniert das. Wir können ja jetzt mal gucken, ob wir damit einen Wagen gleich an- und abgekoppelt bekommen. Also ich habe uns mal einen passenden Güterwagen hier organisiert. Das ist dieser Shell-Tankwagen und den rangehängt hier an die Kupplung. Ja. Da seht ihr also, der fährt hier mit und wir wollen ihn jetzt hier im Bahnhofsbereich abstellen. Öffnen unsere Telex-Kupplung, fahren vorwärts und können eben hier den Wagen abstellen. Andersrum funktioniert das genauso. Man kann jetzt halt an den Wagen wieder ranfahren, ihn dann im Rahmen seiner Möglichkeiten hier ankoppeln und dann wieder abkoppeln. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ihr seht hier ist eine Kurzkupplung dran und ja, die alte Telex und die Kurzkupplung, die arbeiten hier nicht ganz so sauber beim Ankuppeln, zumindest wenn man einfach dagegen fährt. Das Abkuppeln klappt super. Also ich habe hier mit dieser Telex hier in allen meinen Testszenarien gute Erfahrungen gemacht, funktioniert super zuverlässig und es hat mich jetzt auch nicht gestört, dass die vorne und hinten gleichzeitig schaltet. Also das geht ja jetzt bei den neuen Lokomotiven, dass man die Funktionen getrennt schaltet, vorne und hinten die Telex-Kupplung. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich habe jetzt hier allerdings beim Rangieren keinen Anwendungsfall gehabt, wo ich gleichzeitig vorne und hinten Waggons an der Lokomotive dran hatte und nur eine Seite abkoppeln wollte. Das habe ich tatsächlich gar nicht gehabt. Also insofern ist es für mich so okay, macht Spaß, ist eine lustige Sache und wäre natürlich noch cooler, wenn die Lokomotive jetzt echte Rangiereigenschaften hat. Also so kann man hier quasi einen Zug in den Bahnhof fahren, stehen lassen und weiterfahren. Wirklich rangieren ist im Vergleich zu den anderen Lokomotiven mit so einem alten Delta-Decoder und dem entsprechenden Motor halt ja schon ein gewisser Krampf. Das macht keinen Spaß, angefangen bei der Geräuschkulisse bis hin eben auch zu den etwas schwierig steuerbaren Schrittgeschwindigkeiten. Da sind einfach die neuen Lokomotiven dann deutlich überlegen. So viel also für heute erstmal von der Anlage. Ihr habt es gehört. Also Delta-Technik plus die vielen Zahnräder, was ich gesagt habe, das ist krass. Das klingt ja nach Modellbahn wie von früher, ja, muss man so sagen. Also es hat was, aber es ist eben weit, es ist Lichtjahre entfernt von dem, was ihr geboten bekommt, eben bei den nagelneuen Lokomotiven. Da habt ihr quasi gar kein Fahrgeräusch, hört eben rein den Soundgenerator mit den Dampflokgeräuschen. Und bei der Lokomotive habt ihr eben ein Fahrgeräusch und ihr hört, dass die Modellbahn unterwegs ist, dass die Metallzahnräder hier am Arbeiten sind und wisst, die Technik, die da gerade läuft, die fährt auch die nächsten 40 Jahre und wenn da 10 Fussel auf dem Gleis liegen, die werden hier durchgezogen. Im übertragenen Sinne. Es gibt natürlich immer wieder Ausreißer nach oben und unten, wisst ihr selber. Aber von der reinen Mechanik her gehört das hier noch in die Generation unkaputtbar und selbst reparierbar. Damit sind wir eigentlich auch schon ein bisschen am Ende angekommen mit dem Fazit. Glaube ich, dass das eine gute Alternative ist zu den Lokomotiven, die ihr jetzt aktuell neu kaufen könnt. Ja, vorausgesetzt, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Also wenn ihr jetzt wirklich blutige Anfänger seid, ihr habt jetzt vielleicht eine Lokomotive aus eurem Startset und ihr kauft euch so eine Delta-Lokomotive hier, kann das durchaus sein, aus meiner Sicht, dass ihr enttäuscht seid, einfach weil sie technisch so weit zurück ist und euch einfach vielleicht ein schlechtes Erlebnis bietet, weil sie anders klingt, weil sie laut ist, weil sie wirklich Lärm macht. Anders kann man es nicht sagen, sie macht Lärm. Sie ist schwieriger zu steuern, weil sie nicht so leicht anfährt. Alle diese ganzen Sachen. Ihr müsst euch also mit dem Thema beschäftigen. Und dann ist es fast der ideale Einstieg, viel besser als nagelneue Lokomotiven, weil ihr erstmal euch mit dem Thema Wartung beschäftigt. Ihr macht auch quasi ja nichts kaputt. Ihr habt eine Lokomotive da, die schon viele Jahre gelaufen ist und da könnt ihr euch dran ausleben, ihr könnt üben, man kann die auch wunderbar verwenden, um Patinierung zu üben, alle diese ganzen Dinge. Und man muss eben nicht die Angst haben, dass man hier gerade 450 € jetzt in den Müll geworfen hat, weil man mit dem Schraubenzieher einmal was falsch gemacht hat. Das nächste ist, dass ich glaube, dass man Technik-Skills dadurch auch sehr, sehr gut schulen kann. Das heißt, Umbau auf den neuen Decoder, Umbau auf die neueste Motorengeneration sind alles Sachen, wenn man das mal gemacht hat, glaube ich, ist man schon einen Schritt weiter, auch als Anfänger, wenn man so richtig in das Hobby reingeht.
Wenn ihr jetzt nicht bereit seid, Zeit, Aufwand und ein bisschen Liebe in so ein Modell zu investieren, dann sind diese gebrauchten Lokomotiven der älteren Generation aus meiner Sicht für euch nicht geeignet, weil dann bekommt ihr einfach zu wenig fürs Geld inzwischen. Also ich gebe zwar bei den neuen Lokomotiven deutlich mehr aus, ich habe aber ein ganz anderes Qualitätslevel. Also so diese Aussage, früher war alles besser, würde ich nicht durchgehend so gelten lassen. Ich glaube, dass die heutigen Lokomotiven, auch wenn sie ohne Sound fahren, viele mögen keinen Sound, viel schöner klingen, dass sie deutlich besser steuerbar sind. Ich persönlich mag das ganze Thema Funktion total gerne. Wenn eine Lokomotive 32 Funktionen hat, finde ich das einfach toll, auch wenn ich davon 5 vielleicht nur verwende. Aber diese 5 hat eben die Lokomotive zum Beispiel auch gar nicht. Also das ist so ein Punkt, der geht definitiv an die neueste Lokomotivengeneration. Beim Preis muss man ganz klar sagen, absoluter Preisknaller. Also eine fahrende Lokomotive mit Telex-Kupplung, wo ich eben ferngesteuert an- und abkoppeln kann für unter 100 Euro. Optisch auch so, dass sie auf der Anlage echt was hermacht. Ja, wer will denn da mehr? Der ein oder andere vielleicht schon, der wird damit nicht glücklich. Für alle anderen, ja, mein Tipp der Woche, schaut euch mal um bei den gebrauchten Dampflokomotiven so aus der Range um 2000 rum. Die sind nämlich tatsächlich im Gestängebereich unten schon richtig schick geworden, vergleichbar zu den modernen Lokomotiven und eben nicht mehr so metallisch glänzend wie die Generation direkt davor. So viel also für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Feedback. Alle diese ganzen Dinge, ihr kennt das. Ihr seid nicht zum ersten Mal auf YouTube. Also macht's gut. Bis bald. Ciao.